Ja, guten Morgen Leute, ich bin wieder unterwegs. Heute geht es zum Luxor Filmpalast in Bensheim, also in ein Kino, denn dort findet heute die Luxor Fantastik Ausgabe Nummer 10 statt. Die Luxor Fantastik ist ein Film-, Figuren- und Comic-Event, das heißt, all das gibt es dort heute zu bestaunen, zu kaufen. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich versuche ein paar Eindrücke auch vom Kino zu machen. Das Kino ist mega, wenn ihr das noch nicht kennt. Das Kino befindet sich, wie gesagt, in Bensheim. Das ist von mir aus ja, ganz grob Richtung Süden und dann sagen wir zwischen Darmstadt und Mannheim gelegen. Also Leute, seid gespannt auf die Aufnahmen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir im Luxor Filmpalast und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wir gucken mal, was hier so aktuell alles los ist. Hier seht ihr die ersten Stände mit Figuren. Star Wars Vintage und Vintage und Vintage. Plüschfiguren, Gummifiguren. Ganz viele Gummifiguren, das ist ja immer ein Highlight für mich. Aber da richtig krass. Dann haben wir natürlich hier ganz viele Comicboxen, DVDs, Blu-rays, also alles da. So, da haben wir noch den 10 Euro 3 Fragezeichen Popcorn-Eimer. Haben wir auch noch zu Toteninsel. Älteren, auch ein neuer Film. Hier ein bisschen Merchandise. Da hinten sehen wir auch noch ein paar Eimer. Da oben ist das Scream-Teil und ich sehe noch den Avatar und den Zoomania Popcorn-Eimer. Da bin ich am Überlegen. Ja, hallo zusammen. Jetzt habt ihr schon mal ein paar Eindrücke der Luxor Fantastik gesehen, die gestern am 7. März, Samstag, den 7. März 2026 im wunderschönen Bensheim stattgefunden hat, im Luxor Filmpalast, wie ich jetzt schon zu Anfang im Intro erwähnt habe. Ein tolles Kino, eine Kinokette, wovon es 4 Stück, meine ich, in der Region gibt. In Bensheim ist das eine und dort findet halt immer die Luxor Fantastik statt. Dieses Mal zum 10. Mal schon Film, Comic- und Figuren-Event. Das heißt, ich habe euch jetzt schon ein paar Stände gezeigt. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen mehr. Und im Anschluss dann zeige ich euch auch, was ich mir geholt habe. Denn ich bin diesmal nicht mit leeren Händen nach Hause. Meine Tasche war ziemlich voll, sage ich mal. Und was es da gegeben hat, wie gesagt, zeige ich euch im Anschluss. Jetzt erst noch ein paar Ausschnitte. Zum Beispiel habe ich einen Steifaffen getroffen, einen riesen Steifaffen, den gab es dort auch in Miniaturformat, in normaler Plüschgröße, sage ich mal, käuflich zu erwerben und hat dann nochmal in einem riesen Ausmaß gestanden. Da musste ich mich natürlich mit fotografieren lassen, finde ich total klasse. Ja Leute, was soll ich sagen? Dann habe ich Ryan Gosling getroffen und musste ihm erstmal sagen, wo die Reise hingeht, denn nein, es war ein richtig toller Aufsteller, ein Pappaufsteller, den es ja in diesem Kino so oft gibt. Bei mir direkt in der unmittelbaren Nähe, wo ich wohne, gibt es auch ein Kino, aber da gibt es eigentlich sowas gar nicht mehr und das finde ich so schade. Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich neben dem guten Ryan Platz nehmen konnte und konnte ihm den Weg
zeigen, wie er die Welt rettet, denn kommender Film von ihm, der Astronaut auf Deutsch oder Project Hail Mary, wie er im Original heißt, finde ich ein richtig cooles, ja, einen coolen Fotopoint, sage ich mal. Und auch da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mich kurz hinzusetzen und meinem Kumpel Ryan Gesellschaft zu leisten. Ja, dieses Kino bietet nicht nur schöne Fotopoints, schöne Fotomöglichkeiten an, nicht nur während der Luxor Fantastik, sondern generell, wenn man dort ins Kino geht. Und eine der Hauptattraktionen, würde ich sagen, ist in der Mitte des Foyers ein riesengroßer, wie sagt man das denn, fast schon ein Aquarium, ein Wasserbassin, heißt das Bassin? Ich glaube schon, hört sich gerade ein bisschen komisch an, wenn ich das ausspreche, in dem wirklich Haie leben. Ja, soweit ich vom Besitzer weiß, ich möchte jetzt nicht hundertprozentig, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat sie irgendwo rausgerettet und die sind jetzt dort und quiekfidel und schwimmen um einen Nautilus. Die habe ich jetzt leider nicht einfangen können bei den Lichtverhältnissen, bei der Spiegelung und so weiter, aber da ist tatsächlich ein Nautilus im Wasser, ja, und die Haie schwimmen immer hin und her und darum, also wie gesagt, das Ding ist riesengroß, finde ich wunderschön. Und ja, die haben es da wirklich gut. Ja Leute, dann gibt es einen weiteren Film, der dieses Jahr anläuft, und zwar aus dem Star Wars Universum, The Mandalorian and Grogu, und auch da steht ein riesengroßer Aufsteller und auch das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, mich da vorzustellen und fotografiert zu werden. Ich glaube, Mando und Grogu sehen besser aus, aber trotzdem dachte ich mir, ich stelle mich einfach mal dabei. Und als ich mich dabei gestellt habe, ja, das war wohl nicht erlaubt, denn dann wurde ich auf einmal abgeführt und zwar vom Imperium. Der Snowtrooper und Director Krennic haben mir Gesellschaft geleistet und ja, so ganz glücklich war ich darüber nicht, aber dem Imperium widerspricht man nicht, oder? Ja, und auch einen Java habe ich getroffen und der hat wahrscheinlich Schrott gesucht für, ja, zum Weiterverkaufen, wie auch immer. Ihr seht dann auch jetzt in den nachfolgenden Bildern hinter Glas Dioramen von Star Wars. Ihr seht ein Speederbike, ihr seht Wicket, ihr seht Darth Maul. Es ist richtig klasse in diesem Kino. Es gibt noch einen Raum, in dem zwei Kostüme rechts und links davor stehen. Einmal Darth Vader, einmal der gute Boba Fett. Und das ist einfach so toll. Das ist für mich Kino. Das ist für mich ein Kinoerlebnis. Damit verbinde ich was. Ja, anstatt einfach in ein klassisches, ja, Kino zu gehen, in eine kalte Atmosphäre, wo einfach, ja, nichts ist, kein Highlight ringsum, ja, sondern man geht schnurstracks in den Kinosaal rein und guckt den Film. Und hier hat man wirklich davor nochmal, man kann durchschlendern, man kann sich's angucken. Finde ich richtig schön. Ja Leute, das war alles so die erste Etage, aber dann geht es natürlich noch weiter, denn man kann ein Stockwerk nach oben gehen oder mit dem Fahrstuhl fahren. Ja, es gibt sogar auch einen Fahrstuhl. Dann kommt man in die obere Etage und dort waren dann wie jedes Mal separierter Bereich, sage ich mal, die Künstler ausgestellt, beziehungsweise Künstler haben dort ausgestellt, Zeichner, Comiczeichner, Captain Berlin sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und es waren dort ja, Bootleg-Verkäufer, ein Bootleg-Verkäufer, der halt ausschließlich Bootlegs aus Mexiko hatte. Eventuell habe ich da zugeschlagen, wartet mal das Ende vom Video ab. Und auch Customizer waren da und so weiter. Das ist so auf der oberen Etage und auch da ist nochmal jemand mit ganz vielen Comics gewesen und auch da habe ich, vielleicht nicht Comics, aber ich habe da wirklich zugeschlagen. Also Leute, seid gespannt aufs Ende vom Video.
Und zu dem Ende kommen wir jetzt, denn jetzt möchte ich euch meine Funde präsentieren. Und zwar möchte ich anfangen mit etwas, was ich schon im Vorfeld quasi gedealt habe. Ja, und zwar war ich auf einer vergangenen Veranstaltung leider nicht, aber mein Freund, mein Kumpel, der Christian von Z-Toys, Grüße an dich, war auf der anderen Veranstaltung auch, genauso wie auf dieser hier. Er ist Aussteller, wenn ihr ihn noch nicht kennt, weil ihr vielleicht neu auf meinem Kanal seid. Z-Toys ist ein Toy-Händler, ein Vintage, aber auch Neuwaren-Toy-Händler, der eigentlich alles hat. Er hat einen Laden bei Gießen in Hessen, ja, ist aber auch auf Events, ist aber auch online vertreten. Ihr könnt bei ihm online kaufen. Auf Facebook macht er Live-Sales und so weiter. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr ihn nicht kennen solltet, auf jeden Fall. Ich habe mir von ihm etwas mitbringen lassen. Ich habe mit jemandem einen Deal gemacht. Der hat diesen Deal dann, weil ich zur anderen Veranstaltung nicht konnte, ihm dort in die Hände gedrückt, hat ihn mir jetzt hierhin nach Bensheim mitgebracht. Wir haben uns da getroffen und vielen, vielen Dank nochmal an den Chris, aber auch an den Verkäufer, denn das eine, was er mir reingelegt hat, ist etwas, was er mir umsonst dazu gepackt hat. Und zwar weiß er, dass ich ein großer Stallone und Schwarzenegger-Fan bin und er hat mir hier die Videokassette, die VHS von Stallones Daylight mit reingepackt und die ist noch sealed, die ist noch original verpackt. Finde ich richtig, richtig klasse. Also vielen, vielen Dank dafür. Daylight als VHS. Und der Deal, den wir gemacht hatten im Vorfeld, ging um eine Actionfigur zu einem Film, zu einem meiner Lieblingsfilme. Und zwar habe ich hier, die sind sehr, sehr selten, sehr, sehr fragil. Man findet sie eigentlich nie in einem Top-Zustand und die Preise sind eigentlich, ja, mittlere dreistellige, ja, doch Preise nach oben, je nach Zustand. Ich habe auf jeden Fall bekommen einen Sylvester Stallone alias Lincoln Hawk aus dem Film Over the Top von 1986. Ein Mock, das heißt Mint on Card. Die Figur ist noch original verpackt, seit 1986 auf dieser Karte hier drauf. Der Blister ist mittlerweile etwas gelblich. Die Karte ist etwas ausgeblichen, ist auch nicht im besten Zustand. Der Blister hat auch hier eine Delle, hat aber keine Risse, keine Cracks. Ja, und es ist so schwer, die in einem Top-Zustand, das ist eigentlich unmöglich. Ja, der Film war kein großer Erfolg damals. Die Figuren, wieso es überhaupt Figuren davon gab, keine Ahnung. Heute freue ich mich umso mehr. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schwer, die in einem Top-Zustand zu bekommen. Ich freue mich so, dass ich den in diesem Zustand hier habe. Auf der Rückseite seht ihr alle weiteren Charaktere. Den guten Bull Hurley gibt es halt noch. Und noch 2, 4, insgesamt 6 Stück. Und interessant ist halt auch, wenn ihr hier den Stallone seht, ja, dass er hier seine Arbeiterboots anhat und so weiter. Und auf der Rückseite hier, das ist wahrscheinlich so ein First Shot von den Figuren, wie sie rauskommen sollten. Hat er quasi weiße Turnschuhe an. Das haben sie dann nochmal geändert bei der finalen Figur. Und es gibt noch so hier und da ein paar Änderungen. Also finde ich richtig, richtig cool, den bekommen zu haben. Und vielen, vielen Dank nochmal an den Verkäufer. Ja, dann hatte ich einen weiteren Deal vorab gemacht. Ich hatte eben Bilder gezeigt von der oberen Etage, von den ganzen Comics. Und da ist der Sven mein Ansprechpartner gewesen. Sven, vielen, vielen Dank nochmal. Der hatte mir mitgebracht, ich stehe ja in letzter Zeit richtig auf diese Popcorn-Buckets, diese ausgefallenen Popcorn-Eimer, die es exklusiv im Kino, exklusiv zu dem und dem Film dann halt gibt. Und ich hatte einen verpasst, weil ich mich da noch nicht so richtig drum gekümmert habe, aber ich habe hier den Popcorn-Eimer zum neuen Superman-Film bekommen, den ich übrigens gar nicht so schlecht finde, den Film. Also für das, was er ist, näher bunter, mehr comichafter und so weiter. Ich liebe Henry Cavill als Superman. Ich finde diese Filme richtig, richtig gut. Ja, aber den hier fand ich auch sehr unterhaltsam, konnte man sich auf jeden Fall angucken. Und das ist ein Popcorn-Eimer, das heißt, ich kann hier hinten das Popcorn reinmachen und Superman steht hier mit seinem Hitzestrahler, den kann ich hier auch abnehmen und kann die Figur auch komplett abnehmen und das sieht einfach cool aus, oder? Also ein weiterer Popcorn Bucket für meine Sammlung. Ich stelle den mal jetzt, oder stelle den mal hier hin.
Jetzt sieht man den dann auch von eurer Seite noch. Und was er mir noch, oder was er dort halt hatte zum Verkaufen, was ich mir auch nicht entgehen lassen konnte, war, ich hatte sie eben auch schon mal erwähnt, ich bin großer Stallone und Schwarzenegger-Fan und habe auch sehr viel aus dem Merch-Bereich von den beiden mittlerweile, sei es Figuren, sei es Bücher, sei es Trading Cards, sei es alles mögliche, Spiele, NES, aber alles, was rausgekommen ist. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich Vintage-Sachen habe, also Dinge, die zu dem Film rausgekommen sind. Nicht Neuauflagen, die jetzt dieses Jahr rauskommen, wieder eine Terminator-Figur, wieder da, von dem. Nein, ich möchte die Dinge sammeln, die beim Erscheinen des Films oder halt in der Zeit rausgekommen sind. Und ganz besonders angetan haben es mir Knock-Offs und Bootlegs, also nicht offiziell lizenzierte Dinge, sondern quasi, man sagt einfach mal, ich sage einfach mal nachgemachte. Und das ist hier was ganz, ganz Tolles, was er da hatte. Da konnte ich nicht vorbeigehen, denn wer kennt nicht den Ex-Terminator? Und hier, das ist eindeutig Schwarzenegger als Terminator. Und dieses Abbild hier, wenn das dem einen oder anderen bekannt vorkommen sollte, da gibt es auch eine Figur von, tatsächlich. Also auch eine Figur dieser Kraftprotz hier, aka Terminator, aka Arnold Schwarzenegger, auf dem Motorrad. Die gibt es tatsächlich, die habe ich noch nicht, die suche ich auch noch. Und dann gab es hier auch noch eine Shotgun. Finde ich total klasse. Die ist noch original auf der Backkarte, damit sie auch nicht wirklich Terminator draufschreiben. Ja, finde ich richtig klasse. Also das Ding wandert auf jeden Fall in meine Kuriositätenabteilung. Ja, Leute, dann habe ich an einem Stand einen Super 8 Film mitgenommen. Den werde ich in meine Super 8 Film Sammlung packen. Ich habe da nicht allzu viel, aber ich habe ein kleines Regal mit einem Super 8 Projektor und ein paar Filmen da stehen. So einfach als Zeitzeuge der Prä-VHS-Ära nenne ich es mal. Und ich habe mir halt auch nicht nehmen lassen, als ich den gesehen habe, wollte ich den haben. Ich habe hier diesen Piccolo-Film von Flash Gordon mitgenommen. Ja, das ist ein kleiner, das ist nur eine 20 Meter Rolle. Das heißt, das sind nur ein Minimum an Minuten an Film. Aber Flash Gordon, finde ich, ist halt mega. Und wenn man das aufmacht, dann seht ihr auch einen Grund, wieso ich es mitgenommen habe. Der ist noch verpackt. Der ist noch in Zellophan eingewickelt oder eingerollt, verschweißt, wie auch immer man sagt. Und ich konnte mir nicht nehmen, diesen kleinen Flash Gordon mitzunehmen und jetzt in meine Sammlung zu stellen. Ebenfalls eben schon erwähnt habe ich den Stand mit den mexikanischen Bootlegs, mit den mexikanischen Bootleg-Figuren. Und dort musste ich mitnehmen, die habe ich schon mal gesehen, aber für einen horrenden Preis. Es sind 2 Figürchen und das Angebot war zu gut, dass ich mir das unbedingt mitnehmen wollte. Und zwar habe ich hier ich zeige erstmal die eine, dann könnt ihr schon mal Rätsel raten, aus welchem Film es ist. Guckt mal, seht ihr das? Ich mache jetzt hier den Influencer-Style. So, seht ihr das? Ist es jetzt scharf? Wer ist das? Figuren gab es von, ich glaube, Bullyland in den 80ern, 84? Ich glaube 84, halt in der Standard-Bully-Größe. Und in Mexiko sind die halt in der Größe rausgekommen. Und das ist natürlich Bastian von Unendliche Geschichte, von der Verfilmung, von der deutschen Verfilmung von 1984, meine ich, war es. Und die habe ich schon mal gesehen, richtig, richtig teuer. Das ist der eine. Und der andere ist Noah Hathaway alias Atriu. Auch den habe ich mir mitgenommen. Die beiden waren dort am Stand. Ja, finde ich richtig klasse. Ich habe 15 € pro Figur bezahlt. Ich denke, das ist vollkommen okay. Achso, hier, für den hier habe ich einen 10er bezahlt. Auch das, denke ich, ist okay. Der hat 15 € für die Figuren. Beziehungsweise pro Figur. So, Entschuldigung, 15 € pro Figur, also 30 € jeweils. Das ist ein echtes Schnäppchen, würde ich fast sagen, im Verhältnis dazu, wo ich die Figuren sonst im Zweitmarkt halt sehe. Und wie gesagt, die sind halt so rar und selten. Also die finde ich richtig, richtig klasse. Ja, Leute, und dann war ein Stand wieder auf der unteren Etage, war ein Stand vom Science-Fiction-Treff Darmstadt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Und ich weiß nicht, ob das eine Kooperation war, aber dann war dabei oder damit oder es gehört dazu, ich weiß nicht so hundertprozentig, eine Bücherrettung. Und die hatten Bücherrettung, natürlich, die hatten Bücher am Stand und die hatten eine Reihe mit Filmbüchern. Und bei den Filmbüchern habe ich zugeschlagen, die möchte ich euch jetzt nochmal kurz vorstellen, Taschenbücher. Und zwar habe ich einmal mir mitgenommen Conan der Barbar von Heine, das ist die Erstauflage. Da gab es dann eine ganze Reihe von, die immer dieses klassische Design außenrum hatten und dann immer das Motiv, das Bild des jeweiligen Buchs war immer ein Fotomotiv aus Conan der Barbar, aus dem ersten Film. Es waren dann immer weitere abgeschlossene Storys, sage ich mal. Das hier ist jetzt das Buch zum Film, das müsste also die Nummer 1 sein, denke ich mal. Und schöne Farbbilder drin. Ich gucke gerade mal, vielleicht finde ich ja gerade ein schönes, was passt. Also mehr muss ich nicht sagen, oder? Richtig cool, vom Zustand her richtig klasse. Das habe ich mir mitgenommen. Ist noch der D-Mark-Preis von 9,80 Mark drauf. Dann habe ich mir mitgenommen das Buch zum Film von einem Film, den ich, glaube ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie es abläuft. Es sind, glaube ich, 4 Kurzgeschichten. Und die Regisseure des Films sind Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller und John Landis. Jedem Filmfan sollten die im Begriff sein. Und jetzt weiß auch wahrscheinlich schon jeder, der sich mit Filmen auskennt, welches Buch das ist, zu welchem Film, nämlich Unheimliche Schattenlichter. Finde ich auch sehr, sehr cool. Hier ist wieder der D-Mark-Preis. 6,80 Mark hat das damals gekostet. Also alles 80er-Jahre-Bücher. Dann ein Buch zu einem Kinder-Science-Fiction-Film, nenne ich es mal. Ich glaube, Ethan Hawke, wie er heißt, mitgespielt. Wiederum Film von Joe Dante. Ja, und zwar geht es um Explorers. Auch da sollte der Film zumindest jedem 80er-Filmfan ein Begriff sein. Ja, auch dieses Buch hat 6,80 Mark mal ursprünglich gekostet. Explorers, ein fantastisches Abenteuer. Hier sind diesmal keine Filmbilder drin, macht aber gar nichts. Dann das Buch zum Film mit zahlreichen Farbbildern. Hier haben wir also wieder Bilder drin. Und, da sind sogar ganz viele Bilder drin. Und zwar habe ich hier Kampf der Titanen. Ein Klassiker der Filmgeschichte. Ja, richtig, richtig toll. Der ist auch Anfang der 80er, meine ich, 81, 82, glaube ich. Das Buch hat 5,80 Mark gekostet und die sehen wirklich alle top aus. Dann habe ich hier ein Sean Connery Filmbuch, also ein Buch zum Film von Outland. Auch das wieder ein Klassiker, ja, Gefängnisplanet, Sean Connery als Aufseher und so weiter. Also richtig, richtig cool. Das Buch hatte 7,80 Mark ursprünglich gekostet. Ich finde diese D-Mark-Preise echt interessant. So, dann habe ich ein weiteres Buch, gleich sind wir durch mit den Büchern, ein weiteres Buch zu einem Film von Steven Spielberg, glaube ich, produziert. War damals, weiß gar nicht, ob es ein großer Erfolg war, aber es ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Im Original heißt er Young Sherlock Holmes und das solltet ihr jetzt auch wissen, denn auf Deutsch heißt er Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Richtig klasse Film, richtig tolle Story, Fantasy-Film. Ich nenne es immer so ein Samstag- oder Sonntagmorgen Frühstücksfilm. Finde ich richtig, richtig toll. Auch das Buch hat 6,80 Mark ursprünglich gekostet. Und das finale Buch, was ich habe, ist eines, das ich mir wegen dem Cover mitgenommen habe, weil das kenne ich noch. Der Film, ich habe keinerlei Erinnerung mehr an den Film, aber ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Filmplakat bei uns damals bei meinen Brüdern irgendwo im Zimmer hängen hatten. Und das war so ein Nostalgieeffekt, als ich das Buch da liegen gesehen habe, dass ich es mir mitnehmen musste. Und zwar spielen hier mit nämlich Jürgen Prochnow, natürlich als deutscher Schauspieler bekannt, natürlich auf jeden Fall über Das Boot. Dann hat Karen Allen mitgespielt, Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, Indies, on-off geliebte Marion, sage ich mal. Und der Film ist Terminus. Wenn ihr den kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, interessiert mich wirklich. Also hier, das Buch verleitet mich wirklich als erstes zu lesen, da ich keinerlei Erinnerungen mehr an den Film habe. Also Terminus und das auch 6,80 Mark und das waren die Bücher. Das sind jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher.
Leute, der Schnitt ist immer so ein bisschen nachgedunkelt, aber ansonsten sind die in einem Top-Zustand. Wie gesagt, nennt sich Bücherrettung und ich war froh, 7 Bücher gerettet zu haben. Und pro Buch wollten sie 1 Euro haben. Ich habe 7 Euro bezahlt und habe mir die Bücher dann in die Tasche gesteckt. Leute, das war die Luxor Fantastic, das war meine Ausbeute. Und zum Fazit, das kann ich kurz und knapp sagen, es ist ein Besuch wert. Das Kino alleine ist einen Besuch wert. Also wenn ihr in der Nähe seid, geht gerne mal ins Kino, guckt euch auch mal einen Film an. Auch die Säle sind richtig, richtig toll. Und das Drumherum, man sieht immer irgendetwas Tolles. Es gibt Aufsteller, wo man sich fotografieren lassen kann. Es gibt, wie gesagt, hinter Glas Props aufgebaut, die man fotografieren kann, die man sich angucken kann. Also das Kino ist immer für eine Reise gut. Und in Kombination mit der Luxor Fantastic, mit dem Event, ist es nochmal richtig, richtig klasse. Also das Event ist richtig toll. Die Gespräche, die ich geführt habe, waren richtig, richtig klasse. Alle waren super happy, super freundlich. Die Aussteller, aber auch die Mitarbeiter im Kino waren super nett. Also alles in allem ein gelungenes Event. Ich freue mich schon auf die Luxor Fantastic 11. Ich weiß jetzt aktuell noch kein Datum. Ich lasse es euch gerne hier wissen auf meinem Kanal, sobald etwas raus ist. Ich würde sagen, wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt, wenn ihr durchgehalten habt, dann gebt dem Ganzen doch ein Like. Das hält meinen Algorithmus am Laufen und ich freue mich über jeden einzelnen Daumen nach oben und über jeden neuen Abonnenten. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, es wird weiterhin hier Videos über Filme, zu Events und so weiter geben, wo ich meine Meinung kundtue, ob ihr es wollt oder nicht. Ich werde es auf dem Kanal hier weiterhin machen. Und solltet ihr eventuell sogar auch auf der Luxor Fantastic gewesen sein, sollten wir uns über den Weg gelaufen sein, ja, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Veranstaltung haltet, wie ihr es fandet. Und wenn ihr noch nicht dort wart, jetzt das Video gesehen habt, dann könnt ihr auch mal sagen, wie die Eindrücke so rüberkommen, ob es eventuell für euch eine Option wäre, da mal hinzufahren. Wie gesagt, ich werde, wenn die Luxor Fantastic 11 angekündigt wird, was ich hoffe, dass sie wird, auf jeden Fall hier auf meinem Kanal Bescheid geben. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Raune.